Hallo, heute bei Reingedruckt geht es weiter mit Gucken der Solulu T3. Und ja, ich habe hier noch so einen kleinen USB-Stick, der war mit dabei. Da ist hier dann halt auch noch eine Speicherkarte drin versteckt. Eigentlich eine richtig coole Geschichte. Falls man kein SD-Kartenlesegerät an seinem Rechner hat, funktioniert das dann eigentlich schon wieder richtig gut. Und wollen wir natürlich auch gucken, was ist da drauf auf der SD-Karte. Und darum stecke ich das Ding einfach mal in meinem Rechner rein und nehme euch mal mit auf die Reise. Kurz erzählt, der Rechner selber hat mittlerweile ein neues Zuhause gekriegt, also neuer Platz, wo er jetzt steht. Die SD-Karte wird nicht anerkannt. Das ist schon mal lustig. Jetzt halten wir mal das hier raus. Vielleicht mag er das nicht. Das fängt ja richtig bescheiden gut an. SD-Karte rein. War vielleicht nicht richtig drin. Also nochmal. Na, jetzt. F5. Auch da macht er nichts. Das ist eine Sache, die gefällt mir erstmal nicht. Nicht so schön. Aber wir haben ja noch weiter ein Kartenlesegerät hier. Probieren wir dieses mal aus. Hier ist noch eine SD-Karte drin. Die machen wir mal kurz zur Seite. Oh. Können wir gleich mal gucken. Die SD-Karte selber hat 4 GB, 8 GB steht drauf. So. So passt es nicht. Hopp. Jetzt das SD-Gerät wieder in den Rechner rein. Ach, da kommt er. Also die SD-Karte ist in Ordnung. Scheint hier irgendwas mit diesem kleinen USB-Stick nicht zu funktionieren. Kann sein, dass es bei demjenigen, der den Rechner, der den Drucker dann halt hat, dass es da funktioniert. Also ich schmeiße es nicht weg, ich lasse es mit drin. Dann gucken wir mal ganz kurz drauf, was ist auf der aus dem USB-Stick drauf. Einmal ein Video, 138 Megabyte groß. Mal kurz angeklickt. Auspacken haben wir ja schon gemacht. Quasi ein Montagevideo von dem Drucker. Kann derjenige, der den Drucker dann halt gewinnt, auch dann halt nochmal sich angucken, falls es hilfreich ist. Falls es nicht hilfreich ist, wir haben ein Video gemacht gehabt. Machen wir da oben hier irgendwo so mal. Ne? Und dann gibt es hier eine PDF-Datei oder doch eine PDF-Datei, wo es dann halt um diverse Produkte geht. Mal gucken, viel Reklame dabei. Und wie ich schon mittlerweile erfahren habe, ist, dass die Firma Solulu groß geworden ist mit Filament und all dem, was da als Zubehör dabei ist und 3D-Druckgeschichte letztendlich, oder der 3D-Drucker selber irgendwo später erst mit dazu kam. Und ja, sollte man sich in Ruhe angucken. Oh, die schreiben hier sogar, wie viel Temperatur und allem drum und dran. Ist schon mal informativ, kann man sich mit angucken. Ja, also eine Menge Informationen dabei. Sollte man sich in Ruhe angucken. Dann haben wir hier weiter ein User Guide. Da geht es wahrscheinlich auch um die Montage des Druckers, nochmal im Einzelnen. Oder genau hier. Ja, aber dasselbe habt ihr auch als im Papierformat mit dem Drucker dabei zu liegen. Dann ist hier nochmal das Display richtig ordentlich erklärt. Das Ding hier
Wäre sinnvoll, wenn derjenige, der den Drucker hat, dann später, wenn er sich das ausdruckt, ich gucke mal, weil hier habt ihr halt wirklich die Möglichkeit und könnt gucken, wie ist das Menü aufgebaut. Also hier fängt das Ganze an, ja, dann habt ihr halt hier den Infoscreen und dann könnt ihr dann halt gucken, Mountain, Temperatur, was kann ich da einstellen, was kann ich dort machen, die Konfiguration, was könnt ihr da machen, No Media. Das geht automatisch los, wenn die SD-Karte drin ist. Da öffnet sich dann halt das ganze Menü von der SD-Karte. Und dann habt ihr hier dann halt die Möglichkeit und könnt die Sprache wechseln auf Englisch. Mein habe ich noch nicht ausprobiert. Oder halt Chinesisch. Konfiguration. Also ihr habt sozusagen die Menüführung von dem Ganzen einmal aufgegliedert. Und daher empfehlenswert, dieses sich dann halt irgendwo auszudrucken, falls man die Möglichkeit hat. Und dann halt daneben zu packen, um dann halt mit dem Menü leichter klarzukommen. Weil ihr habt ja gesehen, als ich die Drucker ausprobiert habe, ich habe mal hier und dann wieder da und da. Man ist schnell durcheinander gekommen und so hat man hier dann halt einen kleinen Fahrplan. Dann, ihr habt dann halt auch nochmal ein bisschen Fahrplan dabei, wie was wo. Ja, wie man halt Filament laden tut. Machen wir das mal hier wieder. Ja, und hier ist dann halt auch die Information hier, man sollte das ein bisschen schräg abschneiden. Haben wir auch gemacht gehabt. Dann halt hier das Einfügen in die Nozzle. Also rein theoretisch alles als Information dabei. Das, was jetzt hier kommt, das werden wir gleich brauchen, weil ich habe gerade eben schon auf der SD-Karte gesehen gehabt, dass diese Software auf der SD-Karte mit dabei ist. Also werden wir da dann halt speziell nochmal drauf eingehen. Ja, das brauchen wir dann gleich für die SD-Karte. Das auch, das auch. Das auch. Und dann halt hier nochmal ein QR-Code. Also erstmal schon mal nicht schlecht. So, gucken wir weiter. Was haben wir noch auf der SD-Karte drauf? Dann haben wir hier zwei Testmodelle. Wenn ich die jetzt hier öffne, öffnet er automatisch mein Cura, was ich habe. Und dann haben wir Languages, Chinesisch, French, Japanisch oder Spanisch, aber alles mit Englisch gemischt. Hilft uns nicht wirklich, ja, weil Französisch ist nicht unsere Sprache, Japan ist auch nicht so wirklich meins, Spanisch auch nicht. Also können wir wieder zurückgehen. Software und da Prontoface ist eine Sache, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Wird irgendwann mal kommen. Wie? Keine Ahnung. Also auf alle Fälle werde ich da mal reingucken müssen. Und dann hier die Cura-Version 15.04.6. Ist eine etwas ältere Version. Weil wenn ihr hier gucken tust, die ist von 2016. Also etwas älter ist gut, die ist schon deutlich älter. Ihr könnt diese Version benutzen. Ihr könnt, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, lasst es sein. Ohne Scherz, lasst es sein, weil die veraltete Cura-Version, sie ist gut für, wie soll ich das versuchen zu erklären, für Leute, die letztendlich einschalten, draufpacken und drucken und wenn es nicht funktioniert, ärgern. Weil man hat nicht viele Möglichkeiten und man kann einstellen. Also das was einstellen. Ich zeige euch, was ich meine. Ich installiere das ruhig einmal. Ja, darfst du ruhig machen. Ich mache mal wirklich alles mit dazu, dass er halt wirklich ein komplettes Paket hier einmal drin hat. Ich bin nicht wirklich ein Freund von dieser alten Software. Am Anfang, als ich angefangen hatte mit dem 3D-Druck und mein erster Drucker war da gewesen, war ich happy gewesen, dass ich überhaupt erstmal was hatte. Mittlerweile, ganz ehrlich, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, lasst die Finger von dieser Cura-Version. 2016, wir haben 2023, dazwischen liegen 7 Jahre. Also ist ja viel Zeit. Wir können wirklich sagen jetzt 7 Jahre, weil wir haben hier den 29.06. Das Video nehme ich heute auf den 23.06. Also dazwischen 7 Jahre. Also schaut selber, ich mache es auf, starte Cura, okay. Wir installieren den Drucker einmal. Ja,
eine neue Version. Nein, möchte ich nicht installieren, weil ich möchte halt wirklich euch mal zeigen, hier guckt, das ist das Ding. Ja, und da habt ihr hier, wenn ihr in einer Einsteigerversion drin seid, also der wirklich absolute Anfänger, habt ihr hier die Möglichkeit, ihr könnt ABS, PLA, CPE auswählen. Dann könnt ihr sagen, wir möchten schnell drucken, normal drucken, eine hohe Qualität oder eine super, super geile Qualität haben. Das sind erstmal die Grundeinstellungen, die ihr machen könnt. Dann könnt sagen, okay, ich möchte wechseln zum Expertenmodus. Ja, möchte wechseln. Und dann könnt ihr hier von Hand wieder ein bisschen was einstellen. Ich sage, mit großem, wir gehen noch mal ganz kurz zu dem normalen Druck. Hier ist nichts weiter. Ja, also nicht, dass hier irgendwo, ne, ihr könnt ihr noch sagen, okay, ich möchte eine Stützstruktur mit dazu drucken oder ein Rand oder kein Rand. Mehr nicht. Das war's. Da ist wirklich nicht mehr. Ja, gehen wir in den Expertenmodus rein. Ja, können wir ruhig machen. So, dann habt ihr hier, könnt ihr auswählen, die Schichtdicke. Ja, 0,004 mm ist ein bisschen arg dünn. Ja, machen wir mal 0,1. Dann Stärke der Außenhaut 0,8 mm wären 2 Bar. Ist eine Sache, die wäre akzeptabel. Rückzug einschalten, ja. Genaue Einstellung müsst ihr dann hier wieder reingehen und dann könnt ihr hier wieder gucken, das ja, das nein, Löcher umfahren und. Geht. Man kann damit arbeiten. Ja, dann gucken wir weiter. Ja, und dann haben wir dann halt hier fortgeschritten. Rückzug. Geschwindigkeit, Distanz, Qualität. Tak, 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 tak. Stellt ihr alles schön ordentlich ein. Dann habt ihr hier Pause at High. Ja, keine Ahnung. Ja, dann habt ihr hier Startcode, Endcode. Und das war's an Einstellungen. Mehr ist nicht, was ihr machen könnt. Also mit anderen Worten, diese Software ist so veraltet, ohne Scherz, sie ist so veraltet, dass ihr fast gar nichts machen könnt. Wenn ihr hier nochmal Grundlegendes, gucken wir mal kurz rein, Füllung, ja, gucken wir hier rein, Füllung, da könnt ihr sagen, okay, oben geschlossen, unten geschlossen, Füllung in drinne, 15%, in 4, das war's. Mehr könnt ihr nicht einstellen. Ihr könnt kein Muster einstellen, ihr könnt nicht sagen, ich möchte so viel haben, ich möchte so viel haben. Geht alles nicht. Habt ihr keine Möglichkeit, was zu verändern. Ja, oder Art der Stützelemente. Ja, keine. Könnt ihr hier sagen, okay, ich möchte haben Grind oder Linien. Also habt ihr 2 Möglichkeiten, was ihr auswählen könnt. Und das war's. Ja, Plattform an. So, da könnt ihr sagen, okay, ich möchte haben einen Rand. Wie groß? 20 Randlinien. Mehr nicht, geht nicht. Ja, das Einzige, was ihr macht, tut ihr, erhöht damit dann letztendlich, ja, die Dings. Dann müsst ihr hier einstellen, Materialstärke wäre jetzt hier in dem Fall 1,75. Ja, so, mehr ist nicht. Größe der Druckerdüse 0,4 bleibt. So, und damit wäre das Ding hier komplett eingestellt. Ich schlage mal eine Datei rein. Lade Modelldatei. Wir nehmen mal das kleinere. Start. Das war das größere. Schmeißen wir wieder raus. Nehmen wir mal das andere. Datei. Lade Modelldatei. Wir nehmen mal das hier. So, haben wir hier diesen wunderschönen Benchy-Dampfer, den wir drucken können. Und ja, und dann sagt er hier jetzt schon, er rechnet automatisch jetzt zwar aus, wie lange das dauern würde. 4 Stunden, 7 Minuten. Wir würden verbrauchen 5,61 Meter und 17 Gramm würde das Ding wiegen. Jetzt könnten wir hier sagen, laden oder Maschinencode auf SD-Karte schreiben. Machen wir mal Maschinencode auf SD-Karte schreiben und das war's. Ja, hier hätten wir noch die Möglichkeit, wir könnten das Ding größer machen, kleiner machen, wir könnten es drehen, wir könnten es skalieren oder wir könnten sagen, okay, ich möchte das Ding spiegeln. Mehr geht hier nicht. Ja, was ihr auch machen könnt, ihr könnt es manuell verschieben, aber mehr ist nicht drin. Mehr könnt ihr nicht machen. Funktioniert?
ja, wem es am Anfang reicht, recht gut. Empfehlen würde ich euch tatsächlich wechselt. Und ich mache die Cura-Version auf, die ich aktuell auf meinem Rechner drauf habe. Dauert mal einen klitzekleinen Augenblick. Das ist leider hier auf dem anderen Monitor gerade zu sehen, was er hier alles hochladen tut. Da ist aber eine ganze Menge mehr und dazu gekommen, was man einstellen kann und was nicht. So, ich mache mal das Ding hier erstmal ein bisschen kleiner. Ich habe den Drucker hier schon einmal eingefügt. Ich zeige euch auch gerne, wie ich das mache. Ja, Datei. Wir möchten ein Projekt laden, also Datei öffnen. Und wir nehmen wieder die Datei. Und dann sieht dieses jetzt so aus. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, genauso wie bei dem anderen, nur, ich mache die mal nebeneinander. Gucken, kriege ich das hin? So. Und hier mache ich den hin. So, also gehen wir noch mal ganz kurz hier ganz vorne rein. Halt. Grundlegendes. So, Schichtdicke 0,1. Gehen wir hier ganz kurz bei Qualität rein. Haben wir hier auch 0,1. Dann steht hier Stärke der Außenhülle, Rückzug einschalten. Mehr steht nicht. Und dann steht hier maximaler Vorschub, Rückzug. Mehr ist da nicht bei. So, was können wir hier einstellen? Wir können sagen, okay, die Dicke der ersten Schicht ist 0,3 mm. Macht ganz viel Sinn, weil wenn die erste Schicht ein bisschen dicker ist, dann können wir damit viel besser Unebenheiten ausgleichen und man hätte nicht das Problem, dass man dann halt beim ersten Drucken, falls das Bett nicht eben sein sollte oder falls mal was unter der Druckplatte drunter liegt oder, dass man sich das Druckbett dabei zerkratzt. Geht hier bei der Version nicht einzustellen. Aber hier. So, dann Linienbreite 0,4 mm kann man hier nicht verändern. Wenn ich hier aus den 0,4 0,5 mache, dann würde der an der Stelle viel mehr Material rausdrücken. Ja, und fertig ist. Macht er hier gar nicht. Geht ja gar nicht. Ja, so. Dann haben wir hier Breite der Wandlinien und. Ist alles das gleiche? Ja, gut. Gehen wir weiter. Wände. So. Jetzt haben wir hier Stärke der Außenhaut in Millimeter 0,8. Haben wir hier auch. Wanddicke 0,8. Mehr kann ich nicht einstellen. Dann habe ich hier aber unten drunter noch eine ganze Menge Tatararatsch, was ich zusätzlich einstellen kann. Was hier wieder nicht vorhanden ist. Selbst wenn ich jetzt hier im fortgeschrittenen Modus reingehe, ist nicht da. Kann man nicht einstellen. Also fehlt einem da eine ganze Menge. Also mit anderen Worten, mit dem alten kann man gerne und gut was drucken. Funktioniert ohne Frage. Ja, also der sichere Druck, schnell mal was fertig gemacht, bam, funktioniert. Ob es euch zum Schluss gefallen tut, das ist das Ding, wo letztendlich die Geister sich da scheiden tun. Ja? Wie komme ich an die aktuelle Cura-Version ran? Zeige ich euch gerne auch. Ist eigentlich ganz einfach. Google aufmachen, Cura reinschreiben, wegen meiner noch Ultimaker dazu und schon kommt ihr automatisch an die aktuellste Version. Machen wir gleich aber auch gerne gemeinsam. Aber wie ihr seht, ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt hier eine ganze Menge mehr einstellen. Ihr könnt hier auch die Reihenfolge festlegen, von innen nach außen. Geht hier alles nicht. Geht nicht. Ja, selbst wenn ich hier auf erweitert hingehe, da kannst du nichts mehr verstellen. Da bist du hier am Ende. Ja, und wenn wir jetzt hier, okay, sagen wir mal, Wände, möchte ich anstelle von 2, möchte ich 3 haben. Also mache ich hier, oder halt, mache ich 3 Wände rein. Dann ist es hier automatisch ausgeschwärzt, aber er macht jetzt 3 Wände rein. Perfekt für mich. Ja, so. Dann oben, unten. Habe ich hier die Möglichkeit, kann ich oben, unten einstellen. Dicke der ersten Schicht 0,3. Doch, oder? Linienabstand. Müsste ich wirklich suchen. Aber so erstmal nicht zu sehen. Ja,
Kann man aber auf alle Fälle, dann hat man hier doch die Möglichkeit, kann letztendlich noch ein paar Sachen einarbeiten. Ja? Dann Füllung. Thema Füllung ist hier. Hier ist Füllung. Stärke 0,06, Fülldichte 20%. Und hier habe ich die Möglichkeit, oben geschlossen, unten geschlossen, Füllung in Prozent überlappen. So, mehr kann ich hier nicht einstellen. Was habe ich hier die Möglichkeit? Ich kann hier erstmal verschiedene Arten von Muster mir auswählen, welche Art von Füllung ich haben möchte, also haben kann. Wir gucken uns auch gleich mal die STL-Datei von dieser Füllung hier an. Also die Datei zeige ich euch. Aber mehr seht ihr hier nicht. Mehr ist nicht. Ja? So, und dann haben wir hier Material. Könnt ihr hier auch einstellen, habe ich gesehen. Mal ganz kurz gucken hier, fortgeschritten, erweitert, grundlegendes. Hier, Drucktemperatur 210. Gut, wir drucken hier mit 200 Grad. Druckgeschwindigkeit 50 Meter die Sekunde. Ist hier ein anderes Kapitel, Geschwindigkeit. Steht noch 150 drin. Ich mache mal 60 Meter, ein bisschen schneller rein. Ich möchte auch die erste Schicht ein bisschen langsamer drucken. Habe ich die Möglichkeit, kann ich dir die erste Schicht anders langsam einstellen? Nein, geht nicht. Warum nicht? Ja, selbst wenn ich hier in den fortgeschrittenen Modus reingehe, so, Geschwindigkeit, Leerfahrten, 150, Geschwindigkeit, unterste Schicht, doch, kann ich einstellen. Entschuldigung, Kommando zurück. Füllgeschwindigkeit 80 mm, top. Das kann ich ein bisschen was einstellen. Ich habe hier die Möglichkeit und kann 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Geschwindigkeiten eingeben. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eine ganze Menge mehr. Außenwände, die Geschwindigkeit, Innenwände, die Geschwindigkeit, mittlere Wände, die Geschwindigkeit. Man kann da eine ganze Menge mit rumspielen. Ja, halt. Machen wir das mal wieder ein bisschen kleiner. Machen wir auch ein bisschen kleiner. Bewegung. Grundlegendes, fortgeschrittenes, erweitert. Über Bewegung habe ich hier gar keine Möglichkeit, kann irgendetwas verändern. Und hier Einzug aktivieren, doch, das habe ich gesehen. Rückzug einschalten, das wäre das hier. Und einstellen kann ich den auch, wo ich dann sagen kann, minimaler Leerfahrtdistanz. Minimaler Vorschub vor dem nächsten Rückzug. Z annehmen, Rückzug. Gut, okay, hier kann ich festlegen, wie hoch der Rückzug sein soll. Die minimale Geschwindigkeit. Ja, das war's. Und wenn ich hier Einzug aktivieren, Schichtänderungen, dann habe ich ja auch ein bisschen was mehr, wo ich dann halt sowas ändern kann. Wenn ich hier die Dinge Haken rausnehme, ja, einfach nur, ich möchte den Einzug aktivieren, schaut mal. Da kommt eine ganze Menge dazu. Hier Rückzug einschalten, okay. Wenn er nicht eingeschaltet ist, ist das hier. Und wenn er eingeschaltet ist, dann kommt das dazu. Mehr ist nicht. Klar, es überfordert einen am Anfang, ohne Frage, aber ohne Scherz, tut euch selber den Gefallen, arbeitet mit dem, was aktuell ist an Software. Außer, jetzt wirklich außer, ihr seid absolute Anfänger, seid von vornherein der Meinung, nein, wir möchten uns nicht verbessern. Ihr seid von vornherein der Meinung, wir möchten softwaremäßig uns auch wirklich nicht verändern. Dann bleibt dabei. Dann benutzt dieses da. Seid ihr von Anfang an der Meinung, wir möchten immer alles auf dem neuesten und auf dem aktuellsten Stand benutzen und verwenden. Und ihr möchtet bei Cura bleiben. Vorausgesetzt, ihr möchtet bei Cura bleiben. Benutzt die aktuelle Version. Ja, weil das, was zwischen dem einen und dem anderen, die Einstellungsmöglichkeiten, da liegen Welten dazwischen. Ja, ich slice die Datei auch mal. Die wird jetzt hier ein kleines bisschen anders heißen. Speichere sie mal ab. Und wir gucken uns jetzt mal die SD-Karte an. Jetzt haben wir ja auf der SD-Karte 2 Dateien drauf. Zusätzlich. Und zwar einmal diese hier. Oder die andere. Und
einmal diese hier. Die eine Datei ist 10 Megabyte groß, die andere Datei ist 13 Megabyte groß. Das eine Teil braucht 3 Stunden 21 Minuten zum Drucken, hat 5,72 Meter Filament verbraucht und das Teil wiegt 17 Gramm. Das Ding hier, gucken, ob wir das hier rüber geschoben kriegen, dauert 4 Stunden 7 Minuten, also länger. 5,61 Meter an Material, ein bisschen weniger Material verbraucht, wiegt aber trotzdem 17 Gramm. Ja, minimal, was sich verändert hat. Und ich werde von meiner Seite her das eine genauso wie das andere drucken, um dann halt im Nachhinein euch auch noch zu zeigen, Leute, guckt, das ist das erste, das ist der zweite Druck und schaut euch das selber an. Ich werde in beiden Fällen den Sonulu T3 benutzen, um dann halt euch auch zu zeigen, wie gut hat der Drucker tatsächlich gedruckt. Ein Video, wie der Drucker drucken tut, aktuell nicht möglich, weil kleine technische Probleme meinerseits. Und ich werde trotz alledem euch auf dem Laufenden halten und ja, werde jetzt den Start des Druckers starten sozusagen. Und im nächsten Video werde ich die beiden Drucke von Cura Alt, sprich 2016 gegen Cura 2023 euch präsentieren und mal gucken, was ihr dazu sagt. Ich bedanke mich auf alle Fälle schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ach ja, denkt dran, alle die Leute, die die Videos hier fleißig mitschauen, haben am Ende der Serie natürlich die Möglichkeit und können diesen Drucker hier gewinnen. Der geht raus. Ich möchte ihn nicht behalten. Bin zwar am Überlegen, ob ich mir davon den großen Bruder noch mal zulegen werde, weil so schlecht sieht es am Anfang erstmal nicht aus mit diesem Drucker. Also er ist nicht schlecht. Aber ich sage trotzdem erstmal ciao, bis zum nächsten. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.